Hallo, ihr wundervollen Menschen. Willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Desiree und ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und Life Coach. Und auf diesem Kanal dreht sich alles um die Musik und in den Deep Dive. Und heute haben wir ein Special. Ich habe nämlich heute gesehen, dass bei der Olympiade jemand Schlittschuh fahren oder Eiskunstlauf nennt man das ja. Ist überhaupt nicht meine Art, mein Sport. Aber ich habe gesehen, dass jemand eine Choreo zu NF gemacht hat. Und während ich danach geguckt habe und mir die angeschaut habe, habe ich gemerkt: „Oh wow, das ist kraftvoll. Da möchte ich drauf, noch mal reagieren. Da möchte ich ein bisschen was zu sagen, das mit euch teilen. Einmal, wie man das auch auf die Situation übertragen kann von der Person. Ähm, Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Ilja Malinin. Ähm Und dann habe ich gesehen, während ich auf YouTube nach dem Video geguckt habe, dass er in den letzten Jahren schon zu anderen NF-Songs, Chören gemacht hat. Und ich dachte: „Okay, die kenne ich alle noch nicht, die mache ich mit euch zusammen und vielleicht habt ihr auch Freude daran." Das, was mich jetzt an diesem Video 2026 so begeistert hat und berührt hat auch, ist die Situation, dass, Ilja dieses Jahr eine unglaublich perfekte Kür erst hingelegt hat zu einem anderen Song. Und dadurch der Standard unglaublich hoch war und dann die nächste Kür ganz viele Fehler eingebaut hat und er meinte, der Druck, der innere und die Angst, all das war so stark, ähm, dass er dadurch angefangen hat, Fehler zu machen und sich nicht richtig konzentrieren konnte auf das, was er gemacht hat. Und das, was ich jetzt lesen konnte, ist, dass nach dieser verpatzten Kür, dass so viele Hater-Kommentare gekommen sind, so viel Kritik, auch aus dem Internet, und dass diese Kür zum Song 4 jetzt quasi seine Verarbeitung dessen ausdrückt, was ich unglaublich kraftvoll finde. Und es zeigt mir, dass es, also ich habe ja keine Ahnung von dem Sport, ne? Und wie, ich dachte eigentlich, solche Küren werden Jahre vorher vorbereitet. Aber das klingt jetzt eher so, als wäre das eine Kür gewesen, die in dem Olympiaprozess entstanden ist, neu entwickelt worden ist. Extra vielleicht für diese Situation. Mm, Und das finde ich unglaublich spannend. Aber wenn ihr da mehr zu wisst, teilt das gerne in den Kommentaren. Aber lasst uns jetzt einmal loslegen. Ich freue mich sehr darauf, das mit euch zu teilen. Ich versuche heute mal, den großen Bildschirm quasi zu machen. Blub, blub, blub. So, sodass ihr die Kür auch sehen könnt, auf die es meiner Meinung nach hier auch nochmal ankommt. Mal Pause. Ähm, Ich finde es unglaublich schön gemacht. Ich liebe das, also ich liebe auch Choreografien, Tanzchoreografien, wenn Menschen es schaffen, das, was die Melodie, die Stimmung, aber auch der Text, wenn das in eine körperliche Form umgeswitcht werden kann, wenn das ausgedrückt werden kann. Und ich finde, das macht er sehr, sehr gut, ne? Allein der Anfang mit diesem: Kling, Handy bimmelt und plötzlich kommen diese 10.000 Nachrichten rein, diese ganzen Hater-Kommentare und alles, was passiert ist. Ich will mich eigentlich noch klein machen, ich will mich zusammenziehen. Ich will mich von der Welt abschotten, also zack, Kapuze auf und klein machen, so, damit das endlich aufhört. Aber es hört natürlich auch immer nicht auf. So, und man kann sich nicht so richtig davon schützen. Und dann kommt so eine Überreizung rein, ne? Und da beginnt der Song 4. So. Ich habe keine Ahnung, ob Ilja auch mit OCD zu tun hat, Zwangsstörungen, und Angststörungen, ob das vielleicht ein Teil seiner Vergangenheit ist, aber allein, ne, auch dort der Beginn mit Hello Darkness, my old friend, ähm, könnte sein, dass er dieses Thema kennt, ne? Mindestens aus dem Leistungsdruck heraus, etwas schaffen zu müssen und, der Leistung standhalten zu müssen, die Menschen nicht zu enttäuschen. Und dann hat er sie enttäuscht und dann kommt die Darkness wieder neu rein. Ja, und ich finde es, ne, auch dieses, wie er das macht mit dem Laufen, mit dem, diese schnellen Bewegungen, die so passen zu der schnellen Musik, dieses wie Rennen und Wahnsinn. Mal abgesehen von diesem Drehsprung, ne? Wie gesagt, ich habe überhaupt keine Ahnung davon, wie die alle heißen, irgendwas mit Achsel und was auch immer, so. Dreifache Achsel, vierfache, irgendwie sowas, ne? Aber keine Ahnung. Aber ich finde das so unglaublich kraftvoll. So, lasst uns weiter gucken. Ich spule noch mal zurück.
Wie er das Händeschütteln macht. Das kennen wir von NF. Wow. Ich bin schon wieder berührt, obwohl ich es schon kenne, ne? Dieses Puppet with Strings, wie er das macht. Und auch das haben wir im NF-Video, ne? Wo NF dann quasi aufgehangen wird. Und er macht das jetzt nochmal hier anders. Aber es sieht sehr überzeugend quasi aus. Und was hatten wir noch, ne? Das Händewaschen. So. Ich krieg das nicht von meinen Händen gewaschen. Es gab noch einen Punkt. Wo war das? Lasst uns das nochmal kurz angucken. Ne, ich versuche natürlich jetzt gerade auch so ein bisschen den Punkt von ihm mit reinzubringen, weil ich finde, es ist so wichtig, ne? Einfach genau das, was ich hier auf dem Kanal machen will, dass Menschen durch Musik verbunden werden. NF hat seine ganz eigene Geschichte, warum er 4 geschrieben hat. Und so viele Menschen finden sich darin wieder, die nicht die Geschichte von NF haben. So. Und dass Ilja jetzt diesen Song gewählt hat, ne? Nachdem quasi er eine verpatzte Kür hat. Und das ist total menschlich. Ja, Olympia ist nochmal ein anderer Anspruch und dann, ne, vorher hat er diese perfekte Kür gemacht und so weiter und so fort. Und das haben wir auch so oft, dass Menschen so schnell bewerten, ne? So dieses, boah, jetzt hat er verkackt und was ist denn das? Und das ist genau diesen Part, den wir in uns selber kennen, dass wir diesen eigenen inneren Anspruch haben, das muss doch jetzt perfekt sein und blamiert er uns jetzt da draußen unser Land? Sowas kann auch mit reinkommen, ne? So Nationalstolz, ähm, aber auch Enttäuschung, Fehlerhaftigkeit. Wir haben keine Fehlerkultur. Also weder in Deutschland noch in Amerika noch in England oder anderen EU-Staaten. Das ist vielleicht noch am ehesten in Ländern wie Schweden, Norwegen und so weiter und so fort, Dänemark vielleicht noch, wo es so langsam in die Richtung geht. So, dass es total in Ordnung ist, Fehler zu machen und dass es total menschlich ist und dass es nicht darum geht, dann jemanden abzuwerten. Aber das ist das, was er jetzt hier erfahren darf, lernen darf. So. Und dieses auch mit zu Gott beten, ne? Man sieht in seiner Körpersprache diese Vehemenz, dieses, ich kann nicht mehr, bitte, 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 hilf mir. Das finde ich sehr, sehr kraftvoll. So, weiter. Schaut euch das Gesicht an. So. Das war jetzt das erste Video. Das, was ich einfach kraftvoll finde, ist die Aussage, die ihr hier live im Fernsehen macht, die so wichtig ist. Dieses Adressieren von Hater-Kommentaren, von Bewertung, von, ey, eben habt ihr mich noch gefeiert für die perfekte Kür. Und im nächsten Moment, wenn ich mal ein bisschen Menschlichkeit zeige und vor lauter Druck Fehler mache, versucht ihr mich kaputt zu machen. Bedroht mich, beleidigt mich. Was ist das für eine Kultur? Was ist das für eine Gesellschaft? So. Und es ist so wichtig, dass das ausgesprochen und gezeigt wird. Und ich liebe es, dass ein Künstler wie NF bei der Olympiade gespielt wird. Ne, wir hatten das ja schon mit welchem Song war denn das? War es Give Me a Reason oder der Song mit MGK? Who I Am, Who I Was. Eins von beiden. Bei diesem Kampfding als Eintrittssong quasi für den einen Kämpfer. Aber ich liebe das, dass er bei der Olympiade vertreten ist. Und ich wusste gar nicht, dass das schon die Jahre vorher war. Und gerade für einen Künstler wie NF, der nicht von der Industrie unterstützt und gehypt wird, ist das nochmal grandioser, dass auch so eine Message, so ein Song von so einem Künstler da draußen war. Krassiert. So, wir schauen uns jetzt noch die anderen 3 Videos an. Da fange ich quasi ganz hinten an und gehe dann mehr in die jetzige Zeit zurück, quasi zum letzten Jahr. Ich mache das aber alles in einem Video und gucke, dass ich die jetzt so gut wie möglich durchschaue. Also, lasst uns starten. Ich mache mich wieder etwas kleiner. Nein, falsche Taste. So. Dann, let's roll. The Search. The only skater in the world who can do a quad axel. I know we didn't see it in San Jose, but this is just the beginning of the journey for Ilya Malinin. I don't know.
It's all right. I've been dealing with some things like every human being. T, are you turned? I'm turned. I'm ready. I saw him backstage, and he said, "I choreographed this myself." Oh, wow. Bring it, Ilya. Thoughts telling me I'm lost, getting too loud. Had to see a therapist and I found out. Something funny's going on over my house. Yeah, it's got to think maybe I should move out. You know, pack my car, take a new route. Clean up my yard, get the nose out. Hang up my home, let it air out. Wherever my kicks and clean my burdens. Look what I feel, baby, I'm not perfect. Looking at the view like this concerns me. Looking at the cues, right? I'm quite nervous. Wow. Oh. Wow. Wrote a song about that, you should play it. I get scared when I walk on these stages. I look at the crowd and see so many faces there. That's when I start to get anxious. I love that he's singing every word as well. Yeah. Where'd the beat go? Oh, schade. Oh, man. Ah. That's incredible. I wouldn't put it past him to try one more right now. No. Doesn't mean much though when your health declines. So we've all got something we're trying to talk, or we try to suffocate. You know, hoping it dies, try to hold it underwater, but it always survives. And it comes from out of nowhere like an eagle survives. Then it hovers over you, tell you millions of lies. You don't relate to that? Must not be as crazy as I am. The point of it is the mind is a powerful place. And what you think you can affect you in a powerful way. It's pretty cool, right? Yeah, but it's not always safe. Stay with me. Just only take a moment, okay? Whoa. He is truly one of a kind. He didn't have a perfect free skate at this national championships. We didn't see the quad axel, but he threw a quad axel in this exhibition program because you know he wanted. Okay. So. Das war The Search. Nicht fehlerfrei, aber Fehler gehören dazu, wie wir gelernt haben. Und trotzdem sehr stark. So, man merkt nochmal einen Unterschied. Mich hat es emotional nicht ganz so abgeholt. Aber das bin jetzt auch nur ich. Ich weiß gar nicht, wie es ist bei euch, wenn ihr das so seht. Aber ich finde auch hier, wie er so schön versucht, das Ganze zu verkörpern. Ich lasse es so stehen, weil wir haben noch ein bisschen was vor uns. Von daher, ja, lasst uns nochmal weiter gucken. Auf zum nächsten Video. Geil. Yeah, I'm on my way, I'm coming. Don't lose faith in me. I know you've been waiting. I know you've been praying for my soul. Oh, oh. 30 years you've been dragging your feet, telling me I'm the reason we're stagnant. 30 years you've been claiming you're honest and promising progress. Well, where is it at? I don't want you to feel like a failure. I know this hurts.
gave you your chance to deliver. Now it's my turn. Don't get me wrong. Nature had a great run. Boah. But it's time to give the people something different. So without further ado, I like to introduce my album. Hey, my album. Hope. What's my definition of success? Listening to what your heart says. Standing up for what you know is right while everybody else is. Walking mental between your legs. What's my definition of success? Creating something no one else can. Boah. Being brave enough to dream big. Dreaming when you're told to just quit. Giving more when you got nothing left. It's a person that'll take a chance on something they were told could never happen. It's a person that can see the bright side through the dark times when there ain't one. It's when someone who ain't never had nothing ain't afraid to walk away from more because they'd rather do something that they really love and take the pay cut. It's a person that would never waver or change who they are just to try and gain some credibility so they can feel accepted by a stranger. It's a person that can take the failures in their life and turn them into motivation. It's believing in yourself when no one else does. It's amazing what a little bit of faith can do. If you don't even believe in you, why would you think or expect anybody else that's around you to? I done did things that I regret. I done said things I can't take back. Was a lost soul at a crossroad who had no hope, but I changed that. I spent years of my life holding on to things I never should have kept, full of hatred. Years of my life carrying a lot of baggage that I should have walked away from. Years of my life wishing I was someone different, looking for some validation. Years of my life trying to fill a void, pretending I was certain they get it. Geil gemacht. Wake up every day and pick my son up, hold him in my Ah, arms and let him know he's loved. Now standing by the window, questioning if that is ever going to show up. Isn't something he's gonna have to worry about. Don't get it twisted, that was in the shot. Mama, I forgive you. I just don't want him to grow thinking that he'll never be enough. 30 years of running, 30 years of searching, 30 years of hurting, 30 years of pain, 30 years of fearful, 30 years of anger, 30 years of empty, 30 years of shame, 30 years of broken, 30 years of anguish, 30 years of hopeless, 30 years of 30 years of never, 30 years of maybe, 30 years of later, 30 years of fate, 30 years of hollow, 30 years of sorrow, 30 years of darkness, 30 years of hate, 30 years of baggage, 30 years of sadness, 30 years of stagnant, 30 years of change, 30 years of patience, 30 years of suffering, 30 years of torment, 30 years of hate, 30 years of bitter, 30 years of lonely, 30 years of pushing everyone away. You'll never reform. I know I can change. We are not enough. We are not the same. You don't have the heart. You don't have the strength. You don't have the will. You don't have the faith. You'll never be loved. You'll never be safe. Might as well give up. Not running away. You don't have the guts. You're the one afraid. I'm the one in charge. I'm taking up. I'm taking up. Rain. Puh. Wow. 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 Was für eine Veränderung zu dem Search. Ich finde, hier ist wieder so viel Ausdruck drin, so viel körperlicher Ausdruck. Das hat mich wieder ganz anders berührt. Ich konnte für mich seine Kraft spüren. So, er hat da so viel Energie reingegeben, ne? Und auch schon beim 4-Song, ich habe jetzt bei The Search gar nicht drauf geachtet, aber du konntest hier wieder sehen, wie er jedes Wort irgendwie mitsingen konnte, wie er jede musikalische Stelle, die ein bisschen mehr, ne, jeden Beat, jede Nuance mitmachen konnte. Er kennt diesen Song in- und auswendig und er liebt diesen Song und das sieht man ihm an und das ist und ich finde es ganz schön gemacht, ne? Er hat ja den Part quasi rausgeschnitten, wo er in der Mansion war und ist dann quasi übergesprungen. Aber es ist sehr grandios gemacht und ich finde, es waren sehr viele Sprünge oder sehr viele Bewegungen dabei, die die Emotionalität sehr, sehr gut ausgedrückt haben, die wieder das Kleinmachen, ne? Dieses Scham, ich habe Dinge gemacht, die ich nicht hätte tun sollen, ich trage immer noch Gepäck mit mir rum, was ich eigentlich hätte loslassen können, ne? Dieses sich klein machen und dieses, ey, kriege ich das überhaupt hin?
wird es ihr besser werden. Und dann sich wieder auf die Hoffnung zu berufen und wieder in eine Aufrichtung zu kommen und zu sagen, ja, das habe ich alles gemacht. Aber zu mir selber stehen, zu der Hoffnung stehen, in mich selber glauben. Ich mache es besser, ich will es besser machen. Und ich gebe das Beste, was ich kann, zu jedem Zeitpunkt. Und ja, ich habe das 30 Jahre gemacht und ich fand das so schön, am Ende, wie er diese Spirale zwischen Hope und Fear quasi aufgezeigt hat, ne? Dieses You never evolve, I know I can change und so weiter und so fort, ne? Und dieses Drehen mit den Drehungen, den wirklichen Körperdrehungen und wie die Arme sich ne, diesen Strudel, den das quasi erzeugt, das hat er unglaublich gut dargestellt. So, und jetzt lasst uns den letzten Song machen. Los geht's. Running. Einer meiner absoluten Lieblingssongs im Übrigen, ne? Boah. I'm tired of holding on to you. It's time to lay my pride. Going on to love myself again. Yeah. I don't wanna wait another day. I've waited long enough. I'm ready. I can see the sun. It's coming. I'm done running from you. Spent my whole life in your shadow, scared of who I'd be if said goodbye and I didn't have you here. I wish you well, but I can no longer stand aside and watch you sabotage the two of us. I love you to death, but I can't spend the rest of my life in this darkness. I'm done. I wish you the best, but I'm not interested in giving you more of my life. I've already given you too much. I don't want to lose you. I don't want to keep you. I know that you mean well, but when I fail, I don't need you. Enough to allow you to continue to drown the both of us. You're holding me back, you're pulling me down, you're making me hate myself. I don't want to leave, but that's what I need. I ain't got a choice, I can't just let you deceive and make me believe that I don't deserve to be loved. I'm not gonna stand aside and watch you attempt to rob and steal and sabotage what little faith I have left. You haven't I sacrificed enough for you? Hate seeing you cry, but I think it's time to let go and say our goodbyes. Yeah, I'm gonna miss you, but I'm not gonna spend the rest of my life running. I wish you well, but Boah. I can no longer stand aside Jesus. and watch you sabotage the two of us. I love you to death, but I can't spend the rest of my life in this darkness. I'm done. Ilya Malinin! Ilya. Wow. So. Das waren sie, die 4 Videos. Und wie gesagt, ich liebe es, dass er einen F wählt und ihn so nach draußen bringt, und das sind auch genau diese Songs, ne, die so viele Themen ansprechen, die wichtig sind, dass wir die nach draußen bringen. Dass Menschen das hören. So. Und ich liebe es, dass er Running genommen hat. Es ist so ein kraftvolles Lied. Ich liebe dieses Lied so sehr. Selbst wenn ich struggle, ist das so der Song, den ich mir immer wieder anhöre, um mich daran zu erinnern, dass der Teil
der mich nervt, ne? Viele sagen, NF singt hier von Pride, weil er ihn adressiert. So, es ist time to let go of my pride quasi. Er sagt es anders, ich krieg's gerade nicht zusammen, aber es gilt für alle Emotionen, für alle Themen, für alle inneren Anteile, die wir haben. Alles, was wir vermeintlich nicht haben wollen, was sich unangenehm anfühlt, all das wird immer zu uns gehören. Aber es ist wichtig, nicht daran festzuhalten, sondern es ist wichtig, sich auf die anderen Teile, die auch existieren, die kraftvoll sind, die uns voranbringen, die Muster unterbrechen können, die Selbstliebe machen, dass wir da die Aufmerksamkeit hingeben, dass wir mit Hope gehen. Und da immer wieder die Entscheidung treffen. Und manchmal auch einfach liebevoll auf diesen alten Teil zu schauen und zu sagen, es ist total in Ordnung, dass du da bist und es ist total okay, dass du gerade wieder aufkreuzen willst und sagst, hier Schutz und Angst und was auch immer, so, oder Stolz aus Schutzmechanismus heraus. Ich sehe dich, ich weiß, woher du kommst, woraus du entstanden bist und es wird immer Teil von mir sein. Aber jetzt ist jetzt und jetzt gehe ich gerade mit etwas anderem. Aber vielleicht gehen wir zusammen Hand in Hand. Ich zeig dir den Weg. Ich nehme dich mit, ich lasse dich hier nicht stehen. Aber ich laufe auch nicht mehr vor dir weg, weil du so einen großen Bohai machst, weil du so angsteinflößend bist. Ich schaue dich an und ich sehe dich als Teil von mir, aber du bist nicht mehr über mir. So, du übernimmst nicht mehr. Es ist Zeit, stehen zu bleiben und nicht mehr wegzulaufen. I'm done running. Ich finde, das hat Ilia so schön ausgedrückt körperlich, ne? So dieses, wie er rennt, aber auch dieses I'm done. So. Und ich konnte richtig seine Körperbewegungen mitspüren, ne? So dieses Fließende, dieses sich Bewegende. Ich kann das gar nicht beschreiben, aber das hat er hat viele sehr öffnende, weitmachende Bewegungen gemacht, ne? Wo er sein Herz nach vorne auch gebracht hat. So, und sich gezeigt hat, sich geöffnet hat. Ich fand, viele der Sprünge waren in genau dem richtigen Moment, dass sie sehr kraftvoll rüberkamen. So. Wow. Wow. Was sind eure Gedanken? Kanntet ihr die Küren schon? So. Haben sie in euch was bewegt oder sagt ihr, mir kommt es nur auf den Song an und auf NF? Oder konntet ihr es auch spüren? Konntet ihr die Übertragung in das Körperliche sehen? Konntet ihr die Emotionen in Ilia spüren? Ja. Was sind eure Gedanken? Habe ich was übersehen? Ziemlich wahrscheinlich. Und wenn ja, was? Droppt es gerne in die Kommentare. Und wenn es nochmal irgendwas Ähnliches gibt, wo jemand vielleicht eine Kür oder irgendeinen Auftritt zu NF gemacht hat und ihr da Bock drauf habt, dass ich darauf reagiere, auch gerne das in die Kommentare, schreibt mir das. Ich habe da richtig Lust drauf, merke ich. So, aber jetzt reicht es erstmal für heute. Ich hatte eine wundervolle Zeit, eine sehr berührende Zeit. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, auch weiterhin die NF-Reise, aber auch Ran-Reactions oder andere Künstler, die ihr mir gerne vorschlagen könnt in den Kommentaren, dann abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr immer auf dem Laufenden seid. Gebt dem Video ein Like und so vielen anderen Videos von mir wie möglich, damit der Algorithmus checkt, dass ihr das mögt und ich wachsen kann. Genau. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag und bis bald.